Das folgende Konzept ist Teil der Emoto-Grundlagenausbildung. Es ist eine einfache Form, schnell Blößen zu erkennen und diese mit Grundheuen zweckmäßig und sinnvoll anzugreifen. Als Grundlage zur Visualisierung biete ich euch das Meier-Diagramm. Es zeigt euch die grundlegenden 4 Blößen, indem es in 4 Viertel durch eine horizontale und eine vertikale Linie einteilt. Die oberen Blößen heißen Ochs rechts und links, die unteren Blößen heißen Flug rechts und links. Wir können also die Seiten oder noch detaillierter in Blößen und Seiten einteilen und haben so ein Koordinatensystem zur Visualisierung der Angriffsmöglichkeiten. Mit jeder Haltung, die ein Fechter einnimmt, deckt er also bestimmte Blößen seines Körpers ab, wie hier am Beispiel des rechten Fluges. Gleichzeitig aber bieten sich auch Blößen, die man angreifen kann. Hier könnte man mit nahezu allen Heuen von rechts angreifen. In diesem Modul der Ausbildung reduziere ich die Möglichkeiten aber und lege die Angriffslinien und die dazugehörigen Heue erstmal fest, damit ihr ein grundlegendes System habt, an dem ihr euch einarbeiten könnt und auf dem wir in der weiteren Ausbildung aufbauen können. Grundsätzliche Faktoren zur Entscheidung, wo ihr angreift, sind erstens die Seitenwahl, also wo hat der Gegner seine Waffe, rechts oder links. Zusätzlich die Höhenwahl, also in welcher Höhe führt der Gegner seine Waffe. Welches Körperteil kann ich gut und schnell erreichen? Und wir wählen eine Haulinie, die immer gegenüber der gedeckten Blöße gemäß der Orientierung am Haudiagramm ist. Die Höhe und die Ausführung des Haus, den wir dann wählen, wird so gemacht, dass die eigene Haulinie notfalls, falls wir den Gegner nicht treffen, die gegnerische Klinge treffen würde, sodass wir uns dann decken können und die gegnerische Klinge aus der Linie bringen. Daher bietet sich im Beispiel des rechten Fluges, wie hier im Bild zu sehen ist, der rechte Mittelhau auf Höhe des linken Oberarms an. Im Folgenden zeige ich euch die statische Basisübung in diesem Ausbildungsmodul, in welcher ihr übt, die wichtigsten Huten durch zweckmäßige Angriffe mit Heuen zu brechen. Wir starten in Fechtstellung in weiter Mensur. Partner 1 gibt die Blöße, indem er die entsprechende Hut auswählt. Partner 2, der Angreifer, ficht zu mit Anstellschritt ausholen, Ausfall, Treffer und wieder zurück in Ausgangsposition. Damit ist das Setting klar, legen wir los. Gegen die Huten vom Tag fechten wir mit einem gegenüberliegenden Zornhau zum Kopf zu. Und jetzt auf der anderen Seite. Hut vom Tag links, linker Zornhau. Die Hut vom Tag oben wird gekontert durch den Unterhau. Hier bietet sich vor allem der linke Unterhau an, da dieser sehr schön unter die Achsel gezielt werden kann. Gegen den linken Ochs bietet sich der linke Unterhau an. Gegen den rechten Ochs der rechte Unterhau. Gegen den linken Flug nehmen wir den linken Mittelhau, sodass auch hier das Schwert möglichst gut die gegnerische Klinge erreichen kann, falls wir daneben hauen und so den Angriff noch sperren können. Und hier gegen den rechten Flug der rechte Mittelhau. Schließlich gegen den Alber der Scheitelhau. Und nun schauen wir uns das Ganze nochmal von der Seite an. Hier die weite Mensur. Im Langout können sich die Gegner nicht erreichen, auch nicht mit einem Schritt. Die Mensur wird überwunden durch Anziehen der Waffe mit Anstellschritt und der Armstreckung plus Ausfall. Natürlich können wir auch hier in den Videos kleinere Bewegungsfehler sehen, aber ich wollte euch einen möglichst realen Eindruck geben, wie es bei uns in der Grundlagenausbildung aussieht, wenn ihr gerade mitten in der Ausbildung seid. Also bleibt cool, gebt euer Bestes und bei Fragen einfach nachfragen. Im Verlauf eurer Ausbildung werdet ihr noch weitere Möglichkeiten des Zufechtens gegen verschiedene Blößen und Huten kennenlernen. Also hier einfach Basics zum Hereinkommen in das Zufechten mit Taktik und Strategie.